Bayreuth begeistert mich eigentlich schon immer, mein ganzes Leben. Ich komme aus Rostock, das ist eine Hafenstadt in Norddeutschland, genau genommen in Nordostdeutschland. Und da gab es ein Stadttheater und da war ich schon als kleines Kind jedes Jahr, jeden Monat, weil meine Eltern da auch gearbeitet haben am Theater. Also meine Eltern waren Orchestermusiker am Volkstheater in Rostock und da wurde ab und an auch Wagner gespielt. So zum Beispiel auch der Fliegende Holländer. Das war meine allererste Oper, die ich mir dort angeguckt habe. Das war mit 10 Jahren, glaube ich. Und ich war so begeistert von dieser Oper, dass ich mir dachte, ach, wenn ich einmal im Leben den Fliegenden Holländer in Bayreuth sehen könnte, das wäre einfach toll. Ich habe es aber nicht für möglich gehalten. Ich habe das auch nicht weiter als Wunsch verfolgt. Ich habe es mir nur abgespeichert. Ich würde gerne und auch das wäre so toll, wenn ich einmal im Leben in Bayreuth sein könnte. Und jetzt letztes Jahr gab es eine Stellenausschreibung von den Bayreuther Festspielen. Das war europaweit ausgeschrieben und da wurde gesucht, ein Mensch, der eine ganz neue Education-Sparte für die Bayreuther Festspiele aufbaut. Das heißt, der die Konzepte schreibt, was wir machen, Wagner für Kinder, wie wir es machen und der das selber plant, selber durchführt und auch das Gesicht dessen ist, also das selber durchführt und die Kinder und Familien dafür begeistert. Und ich habe das gelesen und dachte, Mensch, das passt doch total auf mich, das ist meine Stelle. Und ich habe mich da einfach beworben, bin dann letztes Jahr hier zum Bewerbungsgespräch gefahren und war tiefenentspannt, weil ich mich hier sofort wohlgefühlt habe in Bayreuth und auch hier auf dem Festspielhügel. Und ja, eine Woche später habe ich einen Anruf bekommen und dann war klar, okay, cool, ich gehe nach Bayreuth und werde hier diese Education-Sparte aufbauen. Mein erster Kontakt mit Richard Wagner war in Rostock, am Volkstheater in Rostock. Da war ich 10, es gab zwei Erstkontakte. Der erste Kontakt war mit 6 Jahren. Da saß ich in Tristan und Isolde und ich fand es total langweilig. Ich bin im dritten Akt im Liebestod eingeschlafen, als Sechsjähriger. So, kann ich heute überhaupt nicht mehr verstehen. Und dann gab es eine zweite Wagner-Oper, 4 Jahre später, da war ich 10. Das war der Fliegende Holländer. Und ich fand die Musik einfach großartig. Die Musik war so genial, so stürmisch, so begeisterungsvoll, so kraftvoll. Und ich habe es geliebt. Ich bin in jede Vorstellung gegangen. Es gab 10 oder 11 Aufführungen. Ich habe mir jede Vorstellung angeschaut und ich war total begeistert und seitdem bin ich Wagner-Freak. Die Bayreuther Festspiele werden ja in diesem Jahr 150 Jahre alt. Und so hat sich die Festspielleitung, also Frau Katharina Wagner, die Intendantin der Bayreuther Festspiele, überlegt, es wäre total wichtig, dass Wagner auch für jüngeres Publikum erreichbar wird. Und so hat sie halt diese Stelle zum Beispiel für mich ausgeschrieben. Sie hat dieses kleine Festspielhaus, in dem wir gerade sind, geplant. Und das ist erstmal die Voraussetzung. Also, dass man überhaupt erstmal einen Raum hat, wo man was für ein junges Publikum macht. Dass man dann einen Menschen hat, der was anbietet. Und die Erfahrung ist sehr gut. Also, es ist sehr wichtig, junge Leute an Wagner ranzuführen, auch Leute, die noch nie was von Wagner gehört haben. Und die Erfahrung jetzt hier in dieser Saison in Bayreuth zeigt, dass nicht nur die Bayreuther, sondern auch Touristen, junges Publikum, die zu uns kommen, da total interessiert sind. Die sind neugierig, aha, Wagner, was bedeutet das eigentlich? Wie klingt das? Und eine eigentliche Wagner-Oper geht ja 4 Stunden, 5 Stunden, je nachdem, was man sich aussucht. Und hier im kleinen Festspielhaus ist es alles viel, viel kürzer. Das heißt zum Beispiel die Kinderoper, das sehen wir hinter uns, das Bühnenbild, mit Walhall und hier mit den Felsen von den Rheintöchtern. Das ist also das Bühnenbild vom Ring des Nibelungen als Kinderoper. Und das ist bewusst auf 2 Stunden runtergekürzt. Also ganz kurz, verständlich, lustig erzählt, nicht tragisch, sondern lustig. Das macht Spaß, sich das anzuschauen. Und da ist die Erfahrung, dass das richtig gut ankommt. Weil die Leute merken, das ist witzig, was Wagner da geschrieben hat. Der Inhalt ist spannend und es macht Spaß, sich das anzuschauen. Also Erwachsene können auf jeden Fall von Kindern lernen, die Neugier zu behalten. Wenn man sich eine Wagner-Oper anschaut, da gibt es zum Beispiel beim Ring des Nibelungen total spannende Themen. Ein feuerspeiender Drache, der unbesiegbar ist, oder ein jugendlicher Held, der vor gar nichts Angst hat, außer vor Frauen. Das kommt ja später erst in der Geschichte. Das ist nicht nur für Kinder spannend, sondern auch für Erwachsene. Und diese Neugier, sich in so eine Geschichte, in so ein Märchen reinzuversetzen, sich das anzugucken und sich begeistern zu lassen, das können wirklich Erwachsene von Kindern lernen, weil die Kinder, die haben noch die Neugier und die Lust, sich auf was Neues einzulassen, wohingegen viele Erwachsene
diese Neugier nicht mehr haben. Und deswegen, das ist meine These, fällt es vielen Erwachsenen, die noch nie Wagner gesehen haben, viel, viel schwerer, irgendwie sich eine Wagner-Oper anzugucken oder zumindest sich mit Wagner zu beschäftigen, als Jugendlichen oder Kindern, weil die halt noch offen und neugierig sind für das, was sie da sehen. Die Erwachsenen, die sind dann schon voreingenommen, die denken sich, oh, Wagner, das geht jetzt hier ganz lange oder die singen jetzt hier ganz, ganz ewig. Aber Kinder, die merken dann die Details. Die sehen, ha, da hat jetzt ein Schwert und das ist unbesiegbar. Oder, oh, jetzt kommt der feuerspeiende Drache. Oder jetzt kommt der Alberich und der klaut den Schatz. Die sehen also Details, die Erwachsene gar nicht mehr wahrnehmen. Und diese Neugier, das können wir von Kindern definitiv lernen. Also schon junges Publikum, 3-jährige, 4-jährige und 5-jährige Kinder können Spaß an Wagner haben. Zum Beispiel dadurch, dass man eben die Drachengeschichte beim Ring des Nibelungen herausstellt. Oder beim fliegenden Holländer diese Seefahrtsgeschichte, der verfluchte Holländer auf dem Geisterschiff. Das ist für kleines Publikum wahnsinnig spannend, wenn man das nimmt. Zum Beispiel auch in anderen Trickfilmen, SpongeBob und so, kommt eben der fliegende Holländer vor. Das heißt, die kennen das. Sie müssen sich nur erinnern, dass das Wagner ist, weil das wissen die Schüler und die Kinder natürlich nicht. So, und wir jetzt hier im kleinen Festspielhaus, wir haben genau dafür verschiedene Sachen uns ausgedacht. Wir haben zum Beispiel ein Sitzkissenkonzert für 3- bis 6-jährige Kinder, wo wir zum Beispiel die Geschichte Ring des Nibelungen in 45 Minuten als Mitmachgeschichte erzählen. Und das kommt ganz ohne Sprache aus. Wir haben dann ein großes Plakat und da sind dann 60 oder 70 Bilder drauf. Und jedes Bild steht für irgendeine Bewegung. Zum Beispiel Trommelwirbel oder eine Welle oder mit dem Fernrohr schauen, irgendwas aus der Wagner-Oper. Und so erzählen wir nur mit Bildern die komplette Wagner-Oper, ohne zu wissen, dass das eine 5-stündige Wagner-Oper ist. Und das Schöne bei so einem Format zum Beispiel ist, alle Kinder können mitmachen. Die kleinen Kinder, die größeren Kinder, alle können gemeinsam hier auf der Bühne stehen, das Feeling haben, auf einer großen Bühne zu stehen, dort ins Publikum zu schauen, aber natürlich auf einer Bühne und was über Wagner zu lernen. Und das ist unser Ziel, also Spaß mit Wagner zu verbinden, dass man merkt, ach, das macht richtig Spaß, sich mit Wagner zu beschäftigen und dass die Kinder hier rausgehen und ein Lächeln im Gesicht haben und denken, ja, das war doch richtig schön, gerne wieder. Das Schwierigste bei der Vorbereitung eines Wagner-Formats für Kinder ist tatsächlich die Musikauswahl. Denn die Musik bei Wagner ist meistens ja ein leitmotivartiger Zusammenschluss von ganz vielen Melodien, Motiven, die ineinander gehen, die man auch nicht in der Mitte durchreißen möchte, sondern man möchte hier einen gesamten Melodiebogen abbilden und nicht einfach mitten in der schönsten Melodie abbrechen. Das heißt, das Schwierigste ist die Musikauswahl und zu überlegen, was ist für Schüler und für Kinder wirklich wichtig. Brauchen die jetzt eine komplette 10-minütige Arie oder reicht vielleicht einfach nur ein kurzer Satz gesungen? Das ist also die Auswahl ist das Schwierigste. Und wenn man dann weiß, okay, beim Holländer vielleicht, bei den 6 Hauptrollen, welche Musik möchte ich für jeden einzelnen Darsteller auswählen, dann muss man noch überlegen, ist der Text denn verständlich? Denn oft bei Wagner, der hat den Text ja selber geschrieben, ist der Text, das Wagnerdeutsch, heute für Kinder nicht mehr verständlich. Die verstehen das nicht. Dann muss man also das Deutsch, obwohl es Deutsch ist, nochmal erklären. Das heißt, man muss dann nicht nur die Musik erklären, weil es ist gesungen, das ist erstmal abstrakt, und dann muss man auch noch den Text erklären. Und sich quasi beides zu überlegen, dass der Text Sinn macht und dass die Musik einen Zusammenhang ergibt. Ein kurzer Ausschnitt ist, aber trotzdem für einen größeren Zusammenhang steht. Das ist das Schwierige bei Vorbereitungen für Wagner. Eine Wagner-Oper muss man für Kinder und für Familien auf jeden Fall kürzen. Das ist ganz klar. Man hat nicht die Zeit, eine 6-stündige Götterdämmerung in einem Workshop zu machen. Das funktioniert nicht. Und das Schwierige ist, man muss sich dann die vielleicht 3 wichtigsten Szenen aus der Oper aussuchen, die so wichtig sind, dass sie trotzdem eine Handlung ergeben. Man muss mindestens 3/4 der Oper rauslassen, also rauskürzen, und nur einzelne Passagen auswählen. Und die müssen so aussagekräftig sein, dass die Kinder Lust bekommen, mehr darüber zu erfahren. Und das ist das Spannende, aber auch das Schwierige. Also das Schöne ist, bei Kindern, man sieht sofort die direkte Reaktion. Wenn es denen gefällt, gucken die total begeistert und lächeln und sind total wissbegierig und wollen alles gut mitmachen. Und wenn es nicht spannend ist, wenn es Kinder langweilt, dann sitzen die halt die ganze Zeit und gähnen und langweilen sich
und gucken vielleicht aufs Handy oder auf die Uhr. Also man merkt das total. Und bei den Workshops, die ich hier anbiete, sehe ich sofort, wenn die Schüler dabei sind, dass sie eben total, bei den Workshops zum Beispiel geht es darum, Rollenspiele zu machen. Also dass man sich in eine Wagner-Rolle hineinversetzt. Zum Beispiel beim Ring ist dann halt einer der Mime oder der Siegfried. Und man sieht dann, wenn es funktioniert, dass die Kinder voll bei ihrer Rolle sind, dass sie Sachen dazu dichten, die gar nicht in ihrer Rollenkarte stehen, dass sie sich überlegen, wie können sie die Rolle noch präsenter machen, welches Kostüm können sie auswählen, um das noch besser darzustellen und wie können sie diese Bühne hier hinter mir so einsetzen, dass ihre Rolle gut zu sehen ist. Und das sieht man in jedem Fall. Man sieht die Begeisterung, man sieht das Interesse, man sieht die eigenen Ideen, die sie mit einbringen. Und dann merkt man wirklich, da wird so ein Funke übergeben und wird Begeisterung geweckt. Und die Kinder gehen raus und sind begeistert und kommen wieder. Ich hatte auch schon ganz oft Situationen, da waren Kinder zum Beispiel in der Schule, wenn ich dort mit einem Projekt war und über die Bayreuther Festspiele berichtet habe. Und dann kommen die plötzlich 2 Wochen später hier zu einem Familienworkshop zu den Bayreuther Festspielen ins kleine Festspielhaus und kommen dann sofort auf mich zu: Hallo, wir waren doch vorgestern oder letzte Woche bei dir oder du warst doch bei uns in der Schule, es war so toll, wir sind wieder da und wir freuen uns schon. Und das sind so wirklich Momente, wo man über die Persönlichkeit, über den persönlichen Kontakt merkt, okay, da hat man es geschafft, Lust auf Wagner zu machen und das macht einfach Spaß. Die Bayreuther Festspiele sind ja jetzt 150 Jahre alt und als Richard Wagner vor 150 Jahren mit den Festspielen begonnen hat, hatte er die Idee, das wirklich für alle Menschen zugänglich zu machen. Und heute ist es leider aber so, dass zum Beispiel in der Schule im Musikunterricht Wagner gar nicht mehr wirklich behandelt wird. Die wenigsten Schüler behandeln überhaupt nur noch eine Wagner-Oper oder die wenigsten Schüler, auch in Bayreuth, wissen, wer ist Richard Wagner. Und deswegen ist es wichtig für die Bayreuther Festspiele, eben das auch zu vermitteln, dafür zu begeistern, junges Publikum für die Festspiele zu begeistern. Und deswegen gibt es in diesem Jahr ganz, ganz viel für Kinder und für Jugendliche, für Familien. Es gibt unterschiedliche Sachen. Es gibt ein Escape Room zum Beispiel für die Jugendlichen, wo die gemeinsam quasi wie so eine digitale Schnitzeljagd hier in der Spielstätte verschiedene Aufgaben lösen müssen. Das Ziel ist, das Rheingold zu retten, das ja von Alberich geklaut wurde. Und am Ende, wenn es gelingt, das Rheingold wieder den Rheintöchtern zurückzubringen, hat man die Challenge gewonnen und ganz viel über Wagners Ring gelernt. Ansonsten gibt es halt Familienworkshops, es gibt ganz, ganz viel, was wir anbieten. Und das ist das Ziel, für jeden den Zugang zu ermöglichen, für die kleineren Kinder, für die größeren Kinder. Und die Idee ist auch, das in den nächsten Jahren fortzusetzen. Da hoffe ich sehr, dass das klappt und drücke uns die Daumen, dass wir auch im nächsten Jahr hier bei den Bayreuther Festspielen wieder für junges Publikum ganz viel anbieten können. Die Aufmerksamkeitsspanne von Kindern und Jugendlichen hat sich total gewandelt. Also man merkt das, lange zuhören, das funktioniert nicht mehr. Also wenn man jetzt zum Beispiel früher, noch zu meiner Schulzeit, einen Lehrer vorne hatte, der 45 Minuten einfach nur erzählt hat, war das kein Problem. Das haben die Schüler problemlos ausgehalten. Heute merke ich, die Schüler halten vielleicht noch 5 Minuten am Stück Reden aus. Also wenn ich jetzt 5 Minuten am Stück rede, geht das gerade noch, aber länger halten die Schüler das gar nicht mehr aus. Und deswegen muss man da mit umgehen. Das heißt, man muss viele Methodenwechsel machen. Ich komme ja eigentlich aus dem Lehramt, also ich bin eigentlich Lehrer. Und deswegen plane ich die Workshops so, dass man ganz viel Bewegung hat, ganz viele Methodenwechsel, mal Musik machen, mal Körperbewegung, dass wir alle aufstehen und irgendeine Bewegung machen, mal eine Tanzeinlage, die wir alle gemeinsam machen, so dass man gar nicht dazu kommt, Langeweile zu haben, weil man ständig irgendwas Neues macht und ständig sich bewegt, aktiv dabei ist und aber auch selber hier auf der Bühne steht. Mein Motto für dieses Jahr bei den Bayreuther Festspielen ist Musik für alle, Wagner für alle. Dass jedes Kind unabhängig von Sprache, Religion, Vorerfahrung oder Alter den Spaß und das Geniale an Wagners Musik kennenlernen soll. Und das machen wir so, dass wir eben für jedes Alter was Unterschiedliches anbieten. Für die Größeren gibt es zum Beispiel Ferienworkshops, wo man sich mit Comics beschäftigt, wo man quasi eine Wagner-Oper in einen Comic überträgt. Für die Kleineren machen wir hier zum Beispiel einen Puppenbau-Workshop, wo man kleine Handpuppen baut und mit denen dann Wagner-Rollen spielt. Für noch kleinere gibt es eben das Sitzkissenkonzert oder ein Puppentheaterstück, wo man ganz ohne Sprache einfach nur mit Erzählung, mit Pantomimik die Geschichte versteht. Und das Ziel ist, dass jeder irgendwie den Kontakt haben soll und dass keiner ausgeschlossen werden soll. Also egal, ob man jetzt gut Deutsch kann oder vielleicht neu nach Deutschland kommt und noch Deutsch lernt,
man trotzdem den Inhalt von Wagners Musik versteht. Und selbst wenn man hier in die Kinderoper bei den Bayreuther Festspielen geht, selbst dann versteht man als Kind ohne Vorkenntnis, ohne Sprachkenntnis und sogar ohne jemals im Leben in einer Oper gewesen zu sein, worum es geht. Weil die Geschichten sind sehr einfach erzählt, die sind zum Mitmachen, die machen Spaß, sich anzugucken. Und man braucht da überhaupt keine Kenntnisse, weil alles wird erklärt und wir wollen niemanden ausschließen. Wir Erwachsenen können ganz viel von den Kindern lernen. Zum Beispiel einfach mal die Augen zu schließen, die Musik von Wagner zu genießen und sein eigenes Kopfkino anzumachen. Sich vorzustellen, wie schafft es Wagner, eine komplizierte Situation in Musik zu schreiben. Also ein Sturm auf offener See, die Wellen, die hoch und runter gehen, die gegen einen Felsen peitschen oder ein romantischer Sonnenuntergang. Oder es gibt so viele Szenen bei Wagner, die einfach durch die Musik tausendmal mehr beschreiben, als man mit deutscher Sprache erzählen könnte. Also beim Wagner ist die Musik tausendmal mehr als der Text. Und das können wir von Kindern lernen, wirklich einfach sich darauf einzulassen, die Augen zu schließen und Fantasie freien Lauf zu lassen. Die Ergebnisse sind ganz, ganz eindeutig. Die Kinder sind total begeistert. Ich habe auch nach jeder Veranstaltung ein Gästebuch. Und da schreiben dann immer die Kinder rein, bei zum Beispiel Familienworkshops, wie hat es ihnen gefallen. Und da stehen dann so ganz tolle Sachen drin, wie es war so toll oder ich habe so viel heute gelernt oder es hat so viel Spaß gemacht. Und das macht total Freude, das zu lesen, weil man eben sieht, die Kinder haben was mitgenommen und die haben gemerkt, dass Wagner ein toller Komponist ist, dass die Musik genial ist, dass die Geschichten spannend sind. Und ja, natürlich, kein Kind würde sich jetzt einen kompletten Lohengrin vielleicht angucken. Also ein Sechsjähriger würde das jetzt nicht tun. Aber die Handlung zu verstehen und zu merken, die Musik ist toll, das reicht aus, dass man, wenn man dann so alt genug ist, vielleicht mit 15 oder mit 16 sich dann traut, dann doch mal eine komplette Wagner-Oper anzugucken. Also die Ergebnisse sind wirklich überwältigend. Hier im kleinen Festspielhaus nur positive Ergebnisse, nur positives Feedback. Wenn ich an den Schulen bin, selbst die sogenannten Horrorklassen, wo die Lehrer vorher sagen, oh, das ist jetzt eine ganz schlimme Klasse, hier, da kannst du gar nichts machen, die sind ganz schrecklich, die gehen über Tische und Bänke. Ich komme rein, ich mache mit denen einen Workshop, die hören zu, die sind aufmerksam und die Lehrer, was, war das wirklich die gleiche Klasse? Die haben dir ja zugehört, wie hast du das gemacht? Und das ist einfach genial. Das ist die Erfahrung. Wenn man die Schüler mitreißt, dann sind die auch wirklich offen und interessieren sich dafür. Also meine Kinder fanden es toll. Das ist ja die Hauptsache. Ich fand schön, dass es so interaktiv war. Die Kinder konnten ein bisschen was auswendig lernen, sie konnten Musik spielen. Und also meine Töchter haben beide gesagt, sie würden gerne noch mal wiederkommen. Das war eine sehr schöne Veranstaltung. Unseren Kindern hat es gut gefallen. Ich war mit meinen 2 Söhnen da. Das war eigentlich ja, eine tolle Erfahrung für die Kids. Die kannten die Geschichte. Wir haben uns davor vom Bayerischen Rundfunk schon mal angeschaut. Da gab es so einen schönen Lego-Film. Und heute haben sie es interaktiv einfach noch einmal hier mitbekommen, durften mitmachen, durften ein paar Szenen mitspielen. Also es war sehr toll. Und uns als Eltern hat es auch gut gefallen. Wir sind da sehr schön mit eingebunden worden. Also wir würden wiederkommen. Ich finde die Programme toll. Ich finde es schön, wenn Kinder mit unterschiedlichen Arten von Kultur sich auseinandersetzen können. Auch klassische Musik, auch Wagner mit all den Schwierigkeiten, die vielleicht mit diesem Namen behaftet sind. Aber ja, ich kann das Programm um die Wagner-Festspiele für Kinder nur empfehlen.